Schiffsbibliothek St. Gallen ist ein Wunder. Ein Wunder, das auf den Gallus zurückgeht. Wir sehen ihn hier in der ersten Bibliothek von St. Gallen. Das ist ein ganz besonderer Ort, eine der ältesten Bibliotheken der Welt, die heute noch existieren. Wir schauen jetzt ein paar wichtige Handschriften aus dieser Sammlung an. Wir machen das ohne Händchen, wie das in Bibliotheken heute üblich ist, weil nur so haben wir das Gespür, das es braucht für die feinen Seiten von Pergament. Wir fangen an mit einer irischen Handschrift, die das irische Erbe zeigt, das die Schiffsbibliothek St. Gallen mit sich führt. Der Gallus war ein Ir und die Iren waren ganz bedeutend für die Entwicklung der europäischen Kultur. Und sie haben auch den christlichen Glauben in einer attraktiven Art auf den Kontinent gebracht. Wir haben hier eine ganz spezielle Handschrift, und zwar ist die von einer Frau geschrieben, ums Jahr 800. Man weiss, dass im Kloster Chelles in der Nähe von Paris, wo von einer Schwester von Karl dem Großen geleitet worden ist, Handschriften produziert worden sind für andere Klöster. Für die Menschen im Frühmittelalter war die ganze Welt spirituell. Das heisst, sie haben alles mit der Bibel verbunden und da mit der Geschichte der Sintflut. Der Noah hat nämlich nach der Sintflut die Welt vorgefunden und er hatte 3 Söhne. Und jedem von diesen 3 Söhnen hat er einen der Kontinente gegeben, die dort gezeichnet sind, nämlich Asien, Europa und Afrika. Für die Klöster im Frühmittelalter, die so wichtig sind für die Entwicklung unserer Kultur, gibt es ein grundlegendes Buch. Und das ist die Benediktsregel. In dieser Handschrift ist die beste Überlieferung von dem Text erhalten geblieben. Der Benedikt hat eine maßvolle Regel geschrieben. Eine Grundlage, die einem einzelnen Menschen eine gewisse Freiheit lässt. Der Abt ist auch wirklich verantwortlich für das Wohl dieser Menschen und nicht einfach einer, der etwas befiehlt. Schön zeigt sich das im Kapitel über die Kranken. Die Pflege der Kranken, schreibt der Benedikt, ist etwas vom Wichtigsten, was man machen kann. Weil in den Kranken begegnet uns Christus. Vom 9. bis ins 11. Jahrhundert war das Skriptorium von St. Gallen eines der besten in Europa. In dieser Zeit entstehen auch grosse Meisterwerke. Und eines von denen ist der Volkart-Psalter, geschrieben und gemalt vom St. Galler Mönch Volkart um 880. Ein Psalterium mit den 150 Psalmen, wo jeder mit einer wunderschönen Initialen anfängt. Es gibt viele Sachen in diesen frühmittelalterlichen Handschriften, die uns auch heute noch etwas sagen und uns berühren können. Etwas von dem ist das Labyrinth. Labyrinth ist ein uraltes Symbol vom Weg. Und im Mittelalter wird es zum Symbol vom Lebensweg, wo man wie einen Pilgerweg versteht. Man geht in das Labyrinth hinein und wie es im Leben ist, hat es Wendungen, Unvorhergesehenes, Schwieriges, aber es führt am Schluss in die Mitte. Das Wichtigste sind die Ideen, die in all diesen Büchern erhalten geblieben sind. Darum sind wir Weltkulturerbe.